Bosco, Rebecca, warum sitzt du so komisch? du hast gesagt, wir rechnen heute rückwärts. Ja, also nein, wir rechnen die binomischen Formeln rückwärts, aber du darfst dich dazu gerne vorwärts hinsetzen. Ach so. Oh, dreh mich mal um, bitte. Ja. Wir müssen dringend an unserer Kommunikation arbeiten. Ich habe gedacht, was will sie denn heute schon wieder? Ja, so siehst du doch besser. Ja, Bosco, danke. ich zeig dir, was ich meine. Bitte. Die binomischen Formeln kann man in zwei Richtungen lesen. Entweder du bekommst die Seite mit der Klammer als Aufgabe und sollst die Klammer auflösen. Das habe ich dir schon in unserem Video über binomische Formeln erklärt. Richtig. Aber du kannst die binomischen Formeln auch andersrum lesen, sodass du den Ausdruck ohne Klammer als Aufgabe hast. Und deine Aufgabe wäre es dann, die Seite mit der Klammer wieder hinzuschreiben. Aha. Ja, und im Mathebuch steht dann aber nicht drüber, rechne die binomische Formel rückwärts, Natürlich nicht. sondern da würde dann stehen, schreibe als Produkt. Denn zwischen den zwei Klammern bei der dritten binomischen Formel steht ja ein Mal und bei der ersten und zweiten binomischen Formel steht ja das Quadrat, um zu sagen, die Klammer steht zweimal da, also Klammer mal Klammer, das ist dann auch ein Produkt. Ein Produkt ist eine Malaufgabe. Aha. Und wozu soll das alles gut sein? Oh, ich kann dir ganz am Ende vom Video mal ein Beispiel zeigen, wofür man das überhaupt braucht, aber jetzt üben wir es erstmal. Ja, sonst bin ich wieder so verwirrt am Anfang. Genau. Die das schon können, können das gerne als Übungsvideo nutzen, auf Pause drücken und erstmal selber rechnen. Genau. Gut, dann starten wir mit der ersten Aufgabe. Ja. Jetzt hast du also den Ausdruck einer binomischen Formel ohne Klammer dastehen. Sag mir doch mal, Bosco, die wievielte binomische Formel ist das denn? Na, ich würde sagen, die dritte binomische Formel. Sehr gut. Weil es sind nur zwei Teilterme da. Und das soll ich jetzt rückwärts rechnen. Ja, das heißt, du kannst zur Vorbereitung schon mal die Klammern hinschreiben, die du brauchst. Ah, und in eine ein Pluszeichen und in die andere ein Minuszeichen. Genau, so ist das nämlich bei der dritten binomischen Formel. Und jetzt stellst du dir vor, diese 49, das ist dieser heruntergefallene Apfel, der sich schon quadriert hat. Ja. Und als der Apfel noch im Baum hing, was war der dann? Na, eine 7. Ja. Weil 7 mal 7 ist 49. Gut, deswegen schreibst du die 7 links in beide Klammern rein. Ah, und die 100 bekomme ich bestimmt durch 10 mal 10. Mhm. Und das a hoch 2 durch a mal a. Genau. Also kommt auf die rechte Seite jeweils 10a. Ganz genau. Oh, das hast du schon schnell verstanden, Bosco. Ah, gut. Sehr schön. Okay, na das ist auch die dritte binomische Formel. Ja. Aber ich weiß nicht genau, die Zahlen sind mir viel zu groß. Ja, ich habe das gewählt, das Beispiel, um dir zu zeigen, dass es sehr sinnvoll wäre, die Quadratzahlen auswendig zu können, wenn man binomische Formeln rückwärts rechnen möchte. Quadratzahlen. Ja, zumindest die von 1 zum Quadrat bis 15 zum Quadrat. Ich sag dir mal schnell. Ja. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225. Jawohl. Und die merkst du dir jetzt beim besten Mal? Einfach mal so. Ja. Okay, ich versuche es. Ja gut, dann kann ich jetzt die beiden Klammern wieder hinschreiben mit einem Plus und einem Minus drin. 196, das war 14 mal 14. Gut. Also auf die linke Seite kommt jeweils 14x, weil oben noch ein x² steht. Ja. Gut, und auf der rechten Seite die 144, das waren 12 mal 12. Gut. Also kommt jeweils eine 12 hin. Ja. Und fertig. Schön. Ja gut, das gefällt mir, das ist einfach. Nächste Aufgabe. Die wievielte binomische Formel könnte das sein? Die erste binomische Formel, weil 3 Teilterme und vorne steht ein Pluszeichen. Genau, vor diesem Mittelteil ist das Vor dem Plus. Mittelteil, ja. Ja. Also kann ich als Vorbereitung die eine Klammer hinschreiben mit einem Pluszeichen und einer hoch 2. Ja, So, und jetzt muss ich überlegen, wie ich zu der x hoch 2 komme. genau. Na, durch x mal x. Genau. Also schreibe ich links ein x hin. Und 10 mal 10 ist 100. Auf der rechten Seite kommt die 10 hin. Gut gemacht, Bosco. Klar. Jetzt bist du aber leider noch nicht fertig. Doch, fix und fertig.
Ja, du bist immer fix und fertig, Bosco. Pass auf. Warum? Es könnte ja sein, dass die Aufgabe, die ich dir gegeben habe, gar keine richtige binomische Formel war. Ha. Du musst also überprüfen, ob die 20x das richtige Mittelteil dafür sind. Also rechne mal zweimal das, was in der Klammer links steht, mal das, was in der Klammer rechts steht und schau, ob die 20x da rauskommen. Also du meinst 2 mal x sind 2x, mal 10 sind 20x. Ja, das hat geklappt. Das Ja. heißt, du hattest es wirklich mit einer binomischen Formel zu tun. Aha, also muss ich da immer die Probe machen. Ja, das nennt sich in dem Fall nicht Probe. Proben sind normalerweise freiwillig, einfach um zu überprüfen, ob man richtig gerechnet hat. Hier ist es wirklich notwendig, das zu machen. Okay. Es könnte ja sein, dass ich gemein wäre und hätte statt 20x 21x geschrieben oder 25x oder irgendwas anderes, was dann gar nicht zu der Klammer gepasst hätte. Und wenn du das nicht überprüfst, hättest du trotzdem gedacht, x² war bestimmt vorher x und 100 war bestimmt vorher 10 und hättest die Klammer hingeschrieben und dann wäre es halt falsch gewesen. Ja, bei dir muss man immer aufpassen. Also ist das eine unfreiwillige Pflichtprobe. Ja, so kannst du es nennen. Muss ich beim Rückwärtsrechnen also immer prüfen? Ja, Okay, verstanden. zumindest bei der ersten und zweiten binomischen Formel. Bei Klar. der dritten eben, da hattest du ja gar kein Mittelteil, also musstest du auch nichts überprüfen. Gut. Dann geht's weiter. Na, das ist die zweite binomische Formel, weil 3 Teilterme und vorne das Minus steht. Ja, Also schreibe ich meine Klammer hin, in die Mitte ein Minus und die hoch 2. ja. Jetzt muss ich überlegen, wie ich zu der 4e hoch 2 komme. 2e mal 2e sind 4e hoch 2. Genau. Also schreibe ich 2e hin und rechts kommt ein f hin, weil f mal f ist f hoch 2. Gut. So, jetzt kommt meine unfreiwillige Pflichtprobe. 2 mal links mal rechts. 2 mal 2e sind 4e, mal f sind 4ef. Stimmt. Genau. Das stand da, also hattest du es wirklich mit einer binomischen Formel zu tun. Na gut, Schön. läuft doch bis jetzt ganz gut. Ja, hätte ich doch nicht zu viel gesagt. Das ist die nächste Aufgabe. Ja. Was gefällt dir an der nicht? Die 289. Viel zu hoch. Ja. Ich habe dir vorhin gesagt, dass es reicht, die Quadratzahlen bis 15 hoch 2 ausrechnen Allerdings. zu können. Ja. Und das ist jetzt leider eine noch höhere Quadratzahl. Die habe ich jetzt ausgewählt, um dir noch einen Trick zu zeigen. Ah, okay. Tricks sind immer gut. Genau. Wir fangen trotzdem mal so an, wie du es kennst. Du schaust, was links in der Klammer gestanden haben kann, das mit sich selbst multipliziert a² ergibt. Na, a. Genau, also a stand links. Ja. Und jetzt weißt du ja, dass dieses Mittelteil, diese 34a, die müssen ja entstehen aus 2 mal links mal rechts. Ja. Das heißt, wenn du jetzt die 34a durch 2 teilst und durch das a teilst, was links steht, dann bleibt das übrig, was rechts in der Klammer steht. Echt? Probier's mal aus. Also 34a durch 2 sind 17a. Durch a sind 17. Ja, das heißt, wir schreiben die 17 rechts in die Klammer. Und jetzt hast du das Mittelteil verwendet, um die 17 auszurechnen. Das heißt, jetzt müsstest du den Teilterm, der ganz rechts steht, also die 289, noch überprüfen, indem du 17 mal 17 ausrechnest und guckst, ob das rauskommt. Okay, lass mal kurz in den Taschenrechner eintippen. Mach's schriftlich, Bosco. Ja, schriftlich halt. 289. Hat geklappt? Ja. Gut, also dann Okay. hast du jetzt noch einen Trick mehr in der Na, super. Trickkiste. Gut. Guter Trick. Und du kannst halt wählen, wie du es machst. Je nachdem, wie schwierig die Zahlen sind, rechnest du das aus mit Mittelteil oder mit links und rechts. Okay, ich merke mir es mal. Ja. Nächste Aufgabe. Ich glaube, die kriege ich ohne Trick hin. Glaube ich. Das ist die zweite binomische Formel. Also schreibe ich die Klammer hin, mein Minus und die hoch 2. Ja. Ich weiß, dass 8 mal 8 64 sind. Auf die linke Seite kommt die 8. Und 5x mal 5x sind 25x hoch 2. Also kommt 5x auf die rechte Seite. Jetzt mache ich die unfreiwillige Pflichtprobe und rechne 2 mal links mal rechts. Ja.
Also 2 mal 8 sind 16. 16 mal 5x sind... warte, ich tippe mal schnell den Taschenrechner ein. Nein, Bosco. Was? Du benutzt bitte nicht den Taschenrechner, sondern du kannst hier die Reihenfolge der Faktoren tauschen, um Rechenvorteile zu haben. Stimmt. Malaufgabe. Malaufgabe, du darfst das Kommutativgesetz anwenden, Vertauschungsgesetz. Also statt 2 mal 8 rechnest du als erstes 2 mal 5x. Na, das sind 10x. Und das dann mal 8. Ja, das ist einfacher. Das sind dann 80x. Ja. Das ist mein Mittelteil, also stimmt diese binomische Formel. Genau, es war also wirklich eine binomische Formel. Ja, gut. Prima. Weiter geht's. Das ist wieder die dritte binomische Formel. Korrekt. Weil 2 Teilterme. Also meine 2 Klammern hin, eine mit Plus, eine mit Minus. So, wie komme ich auf die 121? 11 mal 11 sind 121. Gut. So, und x hoch 2 und y hoch 2 xy. Ja. Also 11xy auf jeweils die linke Seite. Gut. Und die 1? Na, 1 mal 1 ist 1. Ja. Also kommt auf die rechte Seite eine 1. Ja, genau. Na, fertig. Muss nichts überprüfen. Ja, bei der dritten binomischen Formel musst du nichts überprüfen. Nächste Aufgabe. Das ist die zweite binomische Formel wegen dem Minuszeichen. Also bereite ich vor, Klammer, Minuszeichen und hoch 2 hinschreiben. Ja. 6 mal 6 sind 36. Auf die linke Seite kommt die 6. Ja. b hoch 4? Da bin ich mir unsicher. Wie komme ich zu der b hoch 4? Wenn du es nicht weißt, kannst du gerne den Trick mit dem Mittelteil probieren. Ah, die 6 habe ich ja schon. Wie war das? Ich müsste die 12b hoch 2 durch 2 teilen. Sind 6b hoch 2. Und die 6b hoch 2 durch den linken Teil, also die 6, sind einfach nur b hoch 2. Ja. Und das ist direkt das, was du rechts in die Klammer schreibst. Und b hoch 2 mal b hoch 2 sind b hoch 4. Ja, cool. Weil b hoch 2 ist b mal b, also ist b hoch 2 mal b hoch 2, b mal b mal b mal b, also b hoch 4. Weil das b dann 4 mal dasteht. Guter Trick. Dann sind wir ja schon fast am Ende. Ja. Du wolltest mir noch was zeigen. Warum ist das Rückwärtsrechnen überhaupt sinnvoll? Ja, dann sage ich dir jetzt als letztes noch ein Beispiel. Ja. Dazu stellen wir uns vor, du hättest diesen Bruch. Ja. Im Zähler, also oberhalb des Bruchstrichs, steht die 3 plus x und im Nenner, also im Keller, Nenner, Keller, im also unterhalb des Bruchstrichs steht 9 plus 6x plus x Quadrat. Und jetzt weiß ich nicht, ob du das weißt, aber ich sage es dir einfach, bei Brüchen darf man nicht kürzen, solange man es noch mit der Strichrechnung zu tun hat. Da gibt es so einen Merkspruch, aus Summen kürzen nur die Dummen. Natürlich kein netter Spruch, aber so kann man sich wenigstens merken. Summen sind nämlich normalerweise Plusaufgaben, wobei manchmal auch Minusaufgaben damit gezählt werden. Und um jetzt hier den Bruch vereinfachen zu dürfen, also um jetzt kürzen zu dürfen, müssen wir den Nenner in ein Produkt verwandeln. Jetzt erinnerst du dich an die Aufgabenstellung im Mathebuch. Da steht ja immer drüber, schreibe als Produkt. Ja. Das heißt, wir wenden jetzt im Nenner mal die binomische Formel an. Okay, das ist die erste binomische Formel. Also schreibe ich meine Klammer hin mit Pluszeichen und hoch 2. Und weiß, 3 mal 3 sind 9. Also auf die linke Seite kommt die 3. Ja. Und auf die rechte Seite kommt das x, weil x mal x ist x hoch 2. Genau. Und jetzt? Pflichtprobe? Ja, okay, mach die noch. Ja, 2 mal links mal rechts. 2 mal 3 sind 6, mal x sind 6x, also ja. Gut, okay. Und jetzt hast du ja im Nenner diese Klammer hoch 2. Das bedeutet, dass die Klammer eigentlich zweimal dasteht. Ja. Das heißt, ich schreibe sie jetzt ausführlich mal so hin, dass die Klammer mit sich selbst multipliziert wird. Jetzt sieht man auch schön, dass es sich da um ein Produkt handelt. Und jetzt darf ich nämlich den kompletten Zähler, also die 3 plus x, mit einer der Klammern kürzen. Und dann bleibt als Endergebnis einfach nur noch 1 geteilt durch 3 plus x stehen. Das heißt, nur durch Anwendung der binomischen Formel rückwärts durftest du jetzt den Bruch durch Kürzen vereinfachen. Oh je, Bruchrechnen kommt auch noch dran, gell? Ach, Bosco, das hattest du doch in der 6. Klasse schon. Echt?
Die habe ich übersprungen. Kein Wunder. Naja, so ein Genie wie du. Nee, überflogen habe ich es als Geier. Noch besser. Na gut, da muss ich noch mal gucken. Ja, gut. Hier sind noch mal die Lösungen für die das Video einfach vorgespult haben bis zum Ende. Und wir hoffen, ihr habt die binomischen Formeln rückwärts jetzt gut verstanden. Genauso gut wie ich. Mindestens. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.